Hi, mein Name ist Ahmad und ich erzähle dir heute alles Wichtige zum Europäischen Parlament. Dazu werde ich dir zu Beginn erstmal den Aufbau des Europaparlaments erklären. Danach zähle ich dessen Aufgaben auf und zeige dir auch noch, wie das Europaparlament intern funktioniert. Fangen wir mit dem Aufbau an. Die Halbkreisform ist dir bestimmt schon bekannt. Die Abgeordneten im Europaparlament repräsentieren die Bürgerinnen und Bürger der EU. Die Fraktionen sind nationsübergreifend sortiert, das heißt, dass die Abgeordneten nach Parteizugehörigkeit sortiert sind und nicht etwa nach der Staatsangehörigkeit. Außerdem ist der gesamte Plenarsaal nach den politischen Positionen sortiert, also links sitzen die Linken und rechts sitzen die Rechten. Ganz rechts sitzen jedoch die Abgeordneten, die keiner Partei zugehören. Die Anzahl an Abgeordneten pro Staat hängt von der Einwohnerzahl ab. Es gilt jedoch die degressive Proportionalität. Ein Staat kann also nicht weniger als 6 und nicht mehr als 96 Abgeordnete im Europaparlament haben. Insgesamt sitzen 704 Abgeordnete im Plenarsaal. Mit dem Präsidenten sind es insgesamt 705. Ein paar wichtige Fakten. Das Europäische Parlament existiert seit 1962. Im Jahre 1979 wurde es erstmals direkt durch die Bürger der EU gewählt. Sie wählen das Parlament im Zyklus von 5 Jahren. Schauen wir uns jetzt die Aufgaben des Europäischen Parlaments an. Es sind hauptsächlich 3 große Aufgaben: die Gesetzgebung, die Aufsicht und der Haushalt. Im Rahmen der Gesetzgebung werden neue EU-Rechtsvorschriften verabschiedet. Außerdem wird im Parlament über internationale Abkommen und mögliche EU-Erweiterungen entschieden. Weiterhin hat das Europäische Parlament die Exekutive der EU, also die Europäische Kommission, im Blick. Das Parlament kann die Kommission dazu auffordern, neue Rechtsvorschriften zu einem bestimmten Thema auszuarbeiten. Die nächste große Aufgabe ist die Aufsicht. Das Parlament kontrolliert alle EU-Organe für den Fall, dass jemand seinen Aufgaben nicht ausreichend nachgeht. So darf es einen Misstrauensantrag stellen und die gesamte Kommission entlassen. Außerdem bearbeitet es Petitionen der EU-Bürger. Mit Petitionen können Bürger der Politik ihre Anliegen direkt mitteilen. Schließlich kann es auch sein, dass das Parlament wichtige Angelegenheiten in ihrem Tagesgeschäft übersehen. Abschließend kümmert sich das Parlament um den EU-Haushaltsplan. Es wird mit Hilfe der jeweiligen Fachminister aus dem Rat der EU erstellt und dann verabschiedet. Das Europäische Parlament genehmigt auch den langfristigen Haushaltsplan. Der Prozess ist eigentlich ziemlich simpel. Erstmal werden Ausschüsse gebildet. Es gibt 20 verschiedene an der Zahl und jeder Ausschuss befasst sich mit einem verschiedenen Politikbereich. Diese Ausschüsse prüfen aktiv offene Gesetzesvorschläge. Fraktionen und Abgeordnete können Änderungswünsche einbringen, sie können die Gesetze aber auch ablehnen. Sobald die Ausschüsse die Vorschläge geprüft und angepasst haben, geht es zu den Plenartagungen. Hier werden die Gesetze dann schlussendlich verabschiedet. Wenn du etwas aus dem heutigen Video mitnehmen solltest, dann, dass das EU-Parlament ihre Bürger repräsentiert. Es hat 3 Hauptaufgaben. Erstens den EU-Haushalt, zweitens die Gesetzgebung und drittens beaufsichtigt es andere EU-Organe. Es arbeitet in 2 Hauptschritten. Zu Beginn werden in Ausschüssen Gesetze entwickelt, die dann in Plenartagungen verabschiedet werden. Hast du noch Fragen zum Thema? Hinterlass mir einfach einen Kommentar.